Worauf kommt es denn bei einer guten Nähmaschine drauf an? Es kommt darauf an, dass sie einfach zu bedienen ist. Und bei der W6N 2800 Exklusive ist das der Fall. Das gilt ganz besonders fürs Einfädeln. Ich stecke hier meine Garnrolle einfach einmal drauf. So, das habe ich jetzt. Was muss ich jetzt da machen? Ich drücke einmal diese Taste Nadelstopp oben, unten, laserartig. Und jetzt ist die Nadel in der richtigen Position und auch hier der Fadengeber ist in der richtigen Position. So, und jetzt muss ich nur noch hier den Zahlen nachgehen. Hier ist die 1, hier unten ist die 2, die 3, das hier ist die 4, da hänge ich das ein, jetzt kommen wir hier runter, die 5 und hier ist dann die Nummer 6. Und jetzt kommt das Schönste, ich habe hier sogar noch einen Einfädler. Einfach draufdrücken, einhängen, durchziehen. Da ist es. Das war's schon. Somit ist ja hier oben der Oberfaden schon eingefädelt. Hier unten muss ich das jetzt aufmachen. Ich ziehe hier einmal dran, dann ist der Deckel auf. Hier ist so ein kleines Eckchen, da kann ich draufdrücken, dann komme ich doch besser dran. Ich muss jetzt die Spule einlegen. Auf der linken Seite muss der Faden runterhängen. Von oben einsetzen und hier in den Schlitz einziehen. Das ist schon alles. Das ist die Spannung. Ne? Einmal ziehen. Das war's. Jetzt halte ich das fest, drücke noch einmal meine Nadelfunktionstaste und dann ist mein Faden schon oben. Da ist er. Das war Faden hochholen und Einfädeln des Unterfadens. Im Prinzip, ehrlich gesagt, in Rekordzeit und total einfach. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist hier oben, meine Garnrolle muss ich sichern mit dem Garnrollenstopper. Ganz ranschieben, die Garnrolle braucht sich nicht zu drehen und schon kann ich nähen.